Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. In diesem Video geht es nicht nur um ND-Filter, was sind ND-Filter, sondern auch um den Vergleich zwischen einem teureren Produkt und einem nicht weniger teureren Produkt, also einem günstigen Produkt zwischen der Marke Hoya und Sume und warum ich was bevorzuge. Los geht's! Mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema Film, Fotografie und YouTube und natürlich auch Vlogs aus meinem Leben. Lass ein Gefällt mir da, wenn dir das Video gefällt und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. So, was sind denn ND-Filter eigentlich? ND-Filter sind kleine Filter, die man typischerweise vorne an das Objektiv schraubt, um den Lichteinfall zu reduzieren. ND steht dabei für Neutral Density, also im Endeffekt ist ein ND-Filter ein Neutral Density Filter, ein Neutraldichte-Filter. Meistens so in einem Grau- oder Schwarzton, also häufiger eher in einem Schwarzton. Ich habe entweder immer nur eine jeweilige Stufe, die der Filter anbietet, oder ich habe variable ND-Filter, wo ich einfach drehen kann und sich die Stufe anpasst. Die Stärken werden angegeben in ND, meistens sind das so ND2, ND3, ND8, ND400. Hier habe ich so einen ND-Filter, das ist der ND-Filter der Marke Hoya. Ich filme hier auf meinem Weitwinkelobjektiv, der hat einen Durchmesser von 82 mm und ich habe nur zwei dieser ND-Filter, das heißt, einen von den beiden musste ich auf mein Objektiv schrauben wegen dem Licht. Deswegen habe ich jetzt meine Lieblingsfilter draufgegeben. Wie man schon erkennt, ich habe hier gesagt, das ist der Hoya-Filter von der Marke Hoya. Das heißt, ich habe den Sume-Filter oben drauf. Ein ND-Filter, um das herzuzeigen, ist im Prinzip, vor allem wenn es ein variabler ND-Filter ist, ich habe hier eine Markierung und ich habe hier eine Drehscheibe. Und je nachdem, wie sehr ich drehe, umso heller oder dunkler wird das. Und der Vorteil ist der, dadurch, dass ich die Helligkeit mittels eines Filters reduzieren kann, kann ich bei so starkem Sonnenlicht einfach mit der Blende 100 fotografieren und muss nicht meinen Shutter ändern, also meine Verschlusszeit ändern. Also das ist im Prinzip ein ND-Filter. Ich kann es heller und dunkler machen, ohne dass ich meine Einstellungen auf der Kamera ändern muss. Kommen wir zu den Unterschieden. Also der Hoya variable ND-Filter, der hat einen Wertebereich von 300 bis 400 und kostet auf Amazon aktuell so um die 116 €. Der Zoom-Filter, den ich da jetzt auf der Kamera drauf habe, hat einen variablen ND-Bereich von 200 bis 400 und kostet aktuell auf Amazon 31 €. Man sieht schon, der Filter kostet das Dreifache. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen oder beziehungsweise zu dem, was objektiv gesehen die Unterschiede sind und dann sage ich, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Also im Prinzip ist es so, der variable Neutraldichte-Filter von Hoya ist sehr leichtgängig, das heißt der reibt nicht sehr viel, das geht sehr flüssig, wirkt sehr hochwertig, hat einen Bereich X0, Xmax und 0 minus und man kann so lange drehen, solange man will. Das Einzige, wo man halt dann aufpassen muss, ist, wenn man es überdreht, kann mal kurz eine Vignettierung da sein, aber dafür ist ein sehr hochwertiges Glas auch, ja überhaupt eine sehr hochwertige Marke. Beim Sume, der hat auch eben so einen Min-Max-Bereich, allerdings kann man den nicht überdrehen. Man kann dann nur zwischen den zwei Bereichen wählen. Er ist auch nicht so leichtgängig wie der hier, sondern es ist sitzt ein bisschen fester. Er ist halt wesentlich günstiger und ja, die Farben sind natürlich auch ein bisschen anders. Also bei dem muss ich weniger Farbeinstellungen vornehmen, Weißabgleich machen, als bei dem Sume ND-Filter. Da muss ich wesentlich mehr Weißabgleichkorrekturen oder mehr Farbkorrekturen vornehmen, um dasselbe Ergebnis zu erhalten. Kommen wir zu den Pro und Kontras, also zu meinem persönlichen Pro und Kontras. Warum ich jetzt zum Beispiel aktuell mich für den Sume entschieden habe. Der Hoya ist sehr leichtgängig, aber mir ist er ein bisschen zu leichtgängig. Mir ist passiert beim Dreh schon des Öfteren, dass ich eine blöde Bewegung gemacht habe oder zu nah irgendwo dran war und sich das dann sehr, sehr schnell verstellt hat. Oder ich mich einfach vergriffen habe und schon was verstellt. Deswegen mag ich zum Beispiel den Sume sehr, weil der fester geht und nicht so leicht zu verstellen ist. Ich meine, schon noch leicht, aber im Verhältnis zum Hoya nicht so leicht. Das zweite, und was mich wahnsinnig gestört hat, ist eigentlich, wenn es schnell gehen muss auf jeden Fall. Ich kann drehen und drehen und drehen und drehen und zwischendurch wieder immer heller und dunkler und heller und dunkler und jedes Mal, wenn sich dieses Filterkonstrukt überschneidet, habe ich entweder Vignettierung oder so eine Art Schatten in der Mitte von dem Filter und das taugt mir halt nicht. Beim Sume-Filter ist es ganz einfach so, ich brauche nur zack, zack, rauf und runter drehen, fertig. Ich kann nicht weiter als Max drehen, ich kann nicht weniger als Min drehen, perfekt für mich. Dafür riskiere ich gerne mal ein bisschen mehr Farbkorrektur
Korrektur. Das dritte, was für mich auch ausschlaggebend ist, egal bei welchem ND-Filter oder egal bei welchem Filter überhaupt, er kann noch so hochwertig sein. Wenn ich jetzt das Objektiv hernehme, das geht da einfach nicht drauf. Das passt nicht. Ich kann natürlich ich kann mal andere Deckel besorgen oder sowas in der Richtung, aber wenn ich den Zoom-Filter hernehme zum Beispiel, da brauche ich nichts extra besorgen. Ich schraube den drauf, der geht vorne ein bisschen weiter auseinander, hat ein Gewinde drinnen, bam, Deckel drauf. Deswegen mag ich den so sehr. Gut, die Frage ist natürlich, ob ich einen ND-Filter brauche, der bis 400 drauf geht. Ist bei dem aber genauso. Meistens reichen schon ND-Filter, die auch variabel sind, aber nicht diese Range anbieten. Wer es eher hochwertig mag und wem das egal ist, dass man das überdrehen kann und auch keinen Objektivdeckel, keinen originalen draufgeben kann, der aber trotzdem mehr auf Qualität steht, der besorgt sich zum Beispiel einen Hoya oder einen anderen. Wer eher einen zuverlässigen Filter haben möchte, den man nicht überdreht, wo ich auch meinen Objektivdeckel immer wieder draufgeben kann, damit mein Objektiv und alles geschützt ist, der entscheidet sich zum Beispiel für Zoom und da spielt der Preis tatsächlich keine Rolle. So, das war's mal wieder. Das ist die Erklärung, was sind ND-Filter, was machen ND-Filter. Wie gesagt, es gibt variable und es gibt nicht variable. Ich habe hier ein Review gemacht zwischen der Marke Hoya und der Marke Zoom. Ich werde euch beide Links gleich direkt unter die ersten paar Zeilen in der Beschreibung posten, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt es mir doch einen Kommentar unterhalb des Videos. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!